Moin, ihr Freunde der gepflegten Gaming-Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf GamingKiste TV. Digga, so heißt mein Kanal nicht. Aber herzlich willkommen an alle, die da sind. Wer ist denn am Start? Vetro ist am Start, Great Games ist am Start, King SVS ist am Start, Dropper, Luxury, ja, Luxury ist sogar hier im Chat, Red Diamond, Marcel, moin, Sebastian F., moin moin, Mega Macht der Held, hi. Harun, Zocke FIFA, ja, cool. Freut ihr euch auf die PC Gaming Show? Habt ihr Bock auf das Ganze? Seid ihr gespannt? Wird es einen Trailer geben? Ich mache mal gerade ein bisschen die Musik ein bisschen leiser. Denkt ihr, es wird einen Trailer geben? Wir haben jetzt noch ungefähr so 12 Minuten. Ich kann mal kurz aufs Bild wechseln, seht ihr hier. Wir haben noch so 12 Minuten. Dann startet die PC Gaming Show Preview für 2023. Michael, moin. Und ja, was erhofft ihr euch? Schreibt es doch gerne mal in den Chat. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren. Erhofft ihr euch jetzt einen Trailer von Sons of the Forest zu sehen? Vermutlich. Und was gibt es denn noch so für Spiele, auf die ihr wartet? Lasst uns auch noch ein bisschen drüber diskutieren. In 11 Minuten ist es dann soweit. Und wir schauen uns dieses Highlight an. Ich hoffe, es sind ein paar gute Spiele dabei. Ich hoffe, Sons of the Forest wird gezeigt. Wie gesagt, es wurde offiziell wurde noch nichts bestätigt. Bis jetzt, auch Luxury hat das eben noch mal in den Chat geschrieben. Moin Luxury, wie geht's dir eigentlich? Moin. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Er hat eben schon gemeint, er freut sich auf die kommenden Ankündigungen für die PS5 auf der PC Gaming Show. Oh Mann. Sons of the Forest ist auf der Wunschliste. Ja, ich glaube, die ist auf jedem hier auf der Wunschliste. Yo, moin. Na? Ja, was für Spiele kommen denn eigentlich noch so raus? Was haben wir nur noch? Auf der Liste der Spiele, die veröffentlicht werden, wir könnten auch mal kurz noch auf das, ich gehe mal kurz, Moment, auf die große Cam. Suchen wir mal wieder diese offizielle Steam-Seite da raus. Nein, das wollte ich nicht. So. Gehen wir mal auf die PC Gaming-Seite. Hier mal wieder drauf und dann schauen wir uns das Ganze hier an. Offiziell auf Steam findet ihr das auch. Ja, Digga. Younes. Der Name ist ein bisschen schwer auszusprechen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Younes. Moin, Meister. Und hier unten bei Survival Games haben wir das Panel von Sons of the Forest. Und Arc 2. Arc 2 wird bestimmt auch interessant. Habe ich aber bis jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Hat mich Arc 1, also Arc generell, hat mich noch nicht so vom Hocker gerissen. Finde ich irgendwie, obwohl es ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber so Sachen wie Nightingale, ja, Nightingale. Nightingale ist auch ein krasses Game, was ich gesehen habe. Survival, Open World mit riesigen Monstern in verschiedenen Epochen irgendwie. Und, ja, Frozen Flame. Ja, sieht auch ganz geil aus. Frozen Flame habe ich noch nicht gesehen. Wenn hier so drauf geht. Sieht ganz geil aus, muss ich doch sagen. Vielleicht bekommen wir dazu nachher einen Trailer. Wer weiß das schon. Aber hier, natürlich, hier sind wir drauf gespannt auf Sons of the Forest. Kennst du Bendy and the Ink Machine? Da kam vorgestern der zweite Teil. Spiel das mal gerne, wenn du Lust hast. Ein cooles Spiel. Nee, Digga, sagt mir gar nichts. Werde ich mal gucken. Kopieren wir das mal gerade. Bendy and the Ink Machine. Was ist das für ein Game? Ist das auch ein Survival-Game oder ist das, doch hier mal gucken. Okay, hier gibt es nicht. Wenn es richtig geschrieben ist. Ja, gucke ich mir mal an. Ist das ein Survival-Game? Ja, ihr Lieben. Wir gehen wieder zurück auf die Seite der PC Game.
Noch 8 Minuten, dann startet offiziell der Livestream. Ist ein Story-Horror-Game. Ja, Digga, irgendwas sagt mir das. Sagt mir der Name doch. Ist das so ein Schwarz-Weiß-Game? Kann das sein? Sebastian? Wenn nicht, dann vergiss, was ich gesagt habe. Ob es wohl diesen Riesen da gibt? Ja, generell für nächstes Jahr an Survival Games Dead Island 2 wird auch so ein Ding. Mal sehen. Die Woche hier geht auf jeden Fall God of War noch weiter. God of War wird weiter gestreamt. Falls ihr Bock auf ein God of War Let's Play oder Stream habt, schaut auf dem Kanal vorbei. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf Twitch dann weiter streamen werde, weil die Qualität von YouTube im Nachhinein halt echt kacke ist. Ja. Ligge, moin. Was man im Trailer sieht. In welchem Trailer meinst du denn? Meinst du, achso, du meinst du meinst aber jetzt nicht bei Sons of the Forest, du meinst bei, Nightingale, den Riesen, der da alles kaputt schlägt. Ja. Kamoxi, moin. Da hat jeder hat Bock. Ah, bei The Forest. Okay, ja, da gibt es ja ein paar. Es gibt ja diesen Flutschfinger. Diesen, wie habe ich ihn so... Digga, wie hieß denn noch der Flutschfinger? Wie habe ich ihn noch genannt? Den Hotdog-Mann. Kamoxi, moin. Danke. Ich müsste mal mehr Videos noch machen zu The Forest. Ich habe Bock, nochmal eine Challenge zu spielen. Ich habe Bock, nochmal einen Speedrun zu versuchen mit The Forest. Jetzt, bevor Sons of the Forest rauskommt. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee, oder, Leute? Ja. Bin gespannt, was wir gleich zu sehen bekommen. Wenn auch jetzt Sons of the Forest nicht dabei ist, hoffe ich, haben wir eine schöne PC-Gaming-Show. Was glaubst du, wie viele Mutanten wird es in Sons of the Forest geben? Ja, das Ding ist halt einfach, wir haben ja schon diesen komischen Klibber-Pudding da gesehen, dieses Riesenvieh aus dem Release-Trailer. Dann haben wir den Flutschfinger, den Hotdog-Mann. Dann haben wir diesen Doppelender, der sich so übel lang machen kann. Dann haben wir den Zwilling. Den Zwillings-Klubschi. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es noch so richtig dicke geben wird. Die Mauern und so einreißen. So irgendwas, was sie noch nicht gezeigt haben, was vielleicht jetzt in einem Trailer vorkommt. Ah, du warst das, ja. Ich müsste da mal einen Link reinhauen. Die gibt's bei YouTube. Ich muss da mal den Namen raussuchen. Das ist immer so schwer, weil ich die schon immer fertig parat habe. Ich ziehe die einfach rein. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Less Dates, More Plates. Wann soll Sons of the Forest rauskommen? Das soll am 23. Februar 2023 erscheinen. 20.05.? 23? 23.05. Mhm. Wie der Blobfisch-Mutant am Ende des ersten Trailers, ja. Die Musik, die du jetzt im Hintergrund hörst, die meinst du, glaube ich, oder? Kann das sein? Kamoxi. Oh, wir sind 31 Leute. 31 Leute. Ich hab so Bock. Ich hoffe, es kommen ein paar coole Spiele raus, die wir auch zocken. Christopher, moin. Was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wenn ihr arbeiten musstet, hoffe ich, ihr hattet eine schöne Schicht. Ja. Tisch-LP, Digga, ihr habt so geile Namen. Hoffentlich ist ein Sons of the Forest Trailer dabei. Ja, ich hoffe es auch. Deswegen sind wir doch hier. Wir sind nur hier wegen Sons of the Forest. Ah, nee, nicht diese andere spannende. Ja, dann musst du mir genau sagen, wann die vorkommt. Und schickst du mal in den Discord genau dann, wann die vorkommt. Und dann suche ich dir die raus. Das mache ich dann. Ich freue mich auch schon. Christopher, das wird krass. Benny Boy. Moin. Oh Mann. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch in den Chat schreiben, auf welche Spiele ihr euch noch freut. Ist ja nicht so, dass nur Sons of the Forest rauskommt, aber ich weiß, dass es euch am meisten interessiert.
3 Minuten, Leute. 3 Minuten. Ich würde mal sagen, ich beende die Musik jetzt hier. Stell mal kurz die Musik hier ein. Bestätigt. Wir haben nur mehrere Hinweise darauf bekommen. Also man kann sich das so ein bisschen herleiten. Wir hatten vor einem Jahr, genau in diesem Zeitraum, einen Trailer zu Sons of the Forest. Wir haben in dem offiziellen Panel von der PC Gaming Show Sons of the Forest und auch der englischsprachige YouTube-Channel des Sons of the Forest Channel macht jetzt einen Livestream dazu. Und der hatte letztens ein Gespräch mit den Entwicklern und die sagten, dass im nächsten Zeitraum ein Trailer rauskommen wird. Wann? Wurde da aber nicht bestätigt und Endnight Games hat es offiziell nicht bestätigt. Aber in 37 Sekunden werden wir es erfahren, ob da ein Trailer dabei ist. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie lange die PC Gaming Show ging. Ja, Red Diamond, ja. Mit Max zusammen sogar damals im Livestream. Wir durften nur mit Bogen spielen. So, ihr Lieben, es geht rund. Ich hab Bock. Shepard wie Little Boy. Moin, Leo. So. Luxi, jetzt geht's los. Es geht los. Schnall dich an. Digga, schnall dich an. Proper. Valheim hab ich... Luxo, wie viele Stunden haben wir in Valheim? Über 200? Ja, kommt hin. Ja. Wir haben es so hart gesucht und demnächst kommt das Update. Ich mach's mal noch ein bisschen leiser, Digga. Das ist echt laut. So. Der Tisch-LP. Welcome to the PC Gaming Show 2023 preview. I am Frankie Ward, and while I resemble a 30-something mum from South London, I'm actually a gaming oracle here to reveal your gaming future. You are welcome. Please leave a 5-star review. While much of the games industry is currently picking Game of the Year winners for 2022, we have got our eyes set firmly forward, bringing you trailers, previews, and exclusive looks at the upcoming games we'll be playing on PC next year in 2023. Then, last but by no means least, we will highlight our eagerly awaited A-listers, closing the show with a countdown of our 6 most wanted games of 2023. Okay. But let's not get ahead of ourselves. We've got a full slate of game Die 6 meist erwartetsten Spiele. Digga, da ist Sons of the Forest dabei. Da ist Sons of the Forest dabei. Es wird so hart erwartet. Digga. This is Jumblight Odyssey. Okay. World Premiere. Es kann sein, dass Endnight Games es verschwiegen hat, um es hier rauszuhauen. Ich bin gespannt. Okay, was haben wir hier?
Since before time, whenever our explorers were lost, they would look to the forever star to find their way home. Now, a great darkness has found us. Sieht aus wie so ein The warmongering Zootopans sought to 90er extinguish Jahre Anime. In a desperate bid to defend our beloved home, we committed everything we had. Ich hoffe, es ist so mit dem Ton okay. Ich hoffe, ihr hört gut. Ich bin nicht zu leise oder das Video ist zu leise. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare, in den Chat schreiben, ob es so gut ist. Moin, Kevin. Yet the cold malice of Admiral Voltaire Ja, couldn't be so ein stopped. Star Wars Zeichentrick. Ja, auch geil. Ach, krass, Alter. The battle was lost. I knew what I had to do. Where our only hope lies. Gut. Mir geht's gut. Mir geht's noch besser, wenn Sons of the Forest einen Trailer dabei hat. I, Princess Euphora, last remaining regent of our people, will lead us to the forever star. Jumplight Odyssey. Those of us who survived that day lost everything. But this is not our end. We will survive. Because together, we will keep hope alive. Wenn Disney 1990 schon die Rechte an Star Wars gehabt hätte, genau das. Hunt them down. No survivors. Jumplight Odyssey will Firecube, walk onto ja, our das PCs könnte auch in sein. 2023. Dann streamen wir es halt nochmal. Next, fans of Trenchcoats Aber and Blade Runner should keep an wir eye hoffen on jetzt our mal, dass es next dabei game. ist. Shadows of Doubt is a sandbox stealth game where you're a private eye in a fully simulated sci-fi city of beautiful, chunky pixels. Let's take a look. Let's take a look. Jetzt wusste man ja gar nicht, was das jetzt für ein Spiel ist. War das jetzt ein Survival Strategiespiel oder so? Man sah jetzt ja nur diesen Animationstrailer. Okay. Hat was von Minecraft. So. Ah, so eine Art, Digga, gefällt dir so eine Art Spiel? Luxury. Ja, irgendwie was von Minecraft so einem Agentenspiel. Genau. Ist halt einfach, ja, ist halt einfach so nix. Die Musik, die erinnert mich ein bisschen an Stranger Things. Oder? Ja, doch. Doch, das ist so ja, eine Stranger Things Mucke. Michael, moin. Oh, wir sind 53 gleichzeitige Zuschauer. Jetzt, da werden Erinnerungen wach. 53 sind keine 82. Okay, bis jetzt kein Spiel, was ich spielen würde. Chat, würdet ihr dieses Spiel spielen? Ist das was für euch? Ist da was dabei? Simpson-Fan, moin. Ja. Shadows of Doubt. Coming early 20. Aber das ist aber keins der meist erwartetsten Well, you Spiele, don't oder? need to be a detective to see how good that was. Shadows of Doubt is coming to PC in Q1 2023, and you can play the beta from December 1st. Be sure to visit the PC Gaming Show 2023 preview page on Steam and sign up. Now, one of the strengths of PC gaming is its breadth of variety, with room for everything from cooperative ghost hunting to score-based trombone simulation. And to showcase the expanse of experiences on offer, here's PC Gamer's Imogen Mellor with a few games from very different genres, all coming in 2023. Thank you, Frankie. First in our sample platter is City of Murals. In this colorful roguelike, you'll be gliding and grappling across the vibrant frontiers of an alien world. Make strange new friends or fight to outlast the competition. Don't sweat the setbacks. In this cosmic fight for survival, your deaths only make you stronger. Dichter Russe.
Speaking of fighting, Capcom's famed fighter is back with more bids and new ways to play. In Street Fighter 6, keep your fists flying to use new drive gauge mechanics, while in-game commentators bis jetzt geht's mir gut. Wow, that took off a chunk. And a new modern control type means even rookies can throw fireballs with ease. Habt ihr was an Kampfspielen? Ich bin, also, wenn ich so Couch-Koop, Couch-Boxerei ist ganz cool, aber so online würde ich das nicht spielen. You're a clone in the far future. As you relive the memories of humanity's last survivor, you'll uncover a conspiracy that stretches across time. Get on my and uncover the life. truth behind a rewritten history. Nein, leider noch nicht. Du hast noch nichts verpasst, also du hast noch keinen Sons of the Forest Trailer verpasst. Alles gut. A totalitarian state learns a hard lesson about activating cyborg super ninjas. It's a bad idea. Digga, das sind so Indie-Spiele. Ich meine, Indie-Spiele sind schon ganz cool, können schon ganz cool sein. Aber, Digga, aber nicht mehr in dieser Grafik. Dieser 3D-Grafik. Also dieser, weißt du, was ich meine? Dieser Pixel-Grafik. Thanks, Imogen. Now let's keep broadening our horizons with a pair of games from Wired Productions. The first, a beautiful city builder for cliffside castle enthusiasts. The second, a gruesome hack-and-slash game drenched in neon and unicorn guts. A little something for everyone, then. Was haben wir jetzt? Okay. Luxury macht hier für jeden Werbung. Digga, außer für mich. Okay, krass, was ist das? Sieht sehr nach einem Strategiespiel aus. Wer was für den Dennis? Ja, Digga, ist wirklich so Tisch-LP sah aus. Bisschen wie Hyrule von oben, so ein bisschen moderner. Build Your Bulwark. Falconeer Chronicles Bulwark. Ja, habe ich letztens gesehen auf Steam. Wurde mir angezeigt. Kannst du deine eigene Stadt bauen. 16. Ja, wenn es überhaupt kommt. Wenn es überhaupt kommt. Ich hoffe, dass es kommt. Oh, ist das... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter! Wie? Digga, was ist es? Ist es eine Katze? Und wie brutal! Alter! Digga, crazy shit! Wipe off any lingering unicorn splatters, we've got some RPGs to see. Some of the all-time great PC games have been role-playing games, whether they let us become monster hunters, spaceship captains, wasteland wanderers, computer hackers, or amnesiac detectives. And just as they let us lead all sorts of second lives, RPGs can play in all kinds of different ways. Some are about talking and making bold choices, changing the fates of entire realms with a dialogue tree. Some are strategic Cuddle Carnage. demanding intricate management Carnage. and precision play. Others, like this open-world roguelike from Systemic Reaction, are focused mostly on the stabbing. Ja, so 200, man glaubt es mir nicht, aber ich habe auch erst so 230 Stunden in Sons of the Forest gefühlt, obwohl ich es so oft gesuchtet habe. Oh, was ist das? Was ist das? Hm? Wie schreibst du dich, Spiel? This land is not for the weak. Sieht geil aus. Das hat jetzt wiederum auch was von Hyrule. Nur in realistischer. But we know you're different. Even the Raven could see that. Und von Walheim. Jetzt, wir müssen demnächst mal Warzone spielen. Ich lad's mir jetzt runter. Kann man mal versuchen. Okay, crazy shit. Ah. Der Leo. Etwa Ratchet & Clank auf... Es gibt eine Elden Ring Vibes. Ah, Red Diamond, jetzt gib hier ja nicht an mit deinen 234 Stunden. Die hast du nur durch mich. Ich mal, wie viel du hast.
Okay, ist so eine Mischung aus, hat was von Elden Ring, mixt, die Elder Scrolls, so von der Aufmachung her, schon eher die Elder Scrolls, aber so gar nicht meins. Ich mag die Elder Scrolls Online 0. Skyrim fand ich cool, die Elder Scrolls Online ist so, Ravenbound, wishlist now, Steam. You can wishlist Ravenbound right now by heading over to our Steam page. Okay. Okay. Hier, die Katze sitzt hier und ist am Kotzen. In Warhammer 40,000 Rogue Trader, you might not be a Space Marine-sized slab of power armor, but as the latest in a line of starfaring privateers with the Emperor's own blessing, you do enjoy certain privileges. Your very own massive void ship, for instance. Ich weiß nicht, wie lange die Show hier geht, aber ich hoffe, dass wir irgendwas sehen. Old Cat Games. Und Warhammer. Oh. The Coronis Expanse. 292 Stunden hast du ungefähr. 292 Stunden. Das habe ich doch mehr Red Diamond. Haha. Ach, so ein Ding. Oh, ist das so ein... Ja, Ivy, jetzt nicht erst hier hinkotzen und dann einen auf Kuschel machen. Spacko. 67 Zuschauer. Ja. Motolove. Brauche endlich auch wieder ein neues Spiel. So eins, das wie The Forest ist. Batsch. Ah, das ist so ein... Ah, Digga, wie heißt denn das noch? So ein Strategiespiel, aber wo du mit deinen einzelnen Einheiten vorrückst. Paul Quappe, moin. Digga, ihr habt so geile Namen. So ein Soccer-Mix. Kennt ihr das Spiel? So aufgebaut. Du hast da so eine Einheit, mit der du taktisch vorgehen musst. Ja, 400 Spielstunden, Digga. Das ist krass. Oh, da gibt's noch eine... Da gibt's ja noch eine Collectors Edition. Warhammer 40.000 ist schon ein cooles Genre. Ein Kumpel von mir, der bemalt da Figuren, der macht das richtig geil. It might be heresy in Warhammer, but this ein Hardcore Gamer. is a safe space for spellcasters. After all, RPGs are a festival for all things fantastical. Whether they're pulling from old myths or writing magical worlds all of their own, these next games are a fantasy tour de force. Imogen, what scrying spells have you woven up for us? Kein Problem, dafür bin ich ja da. Bayonetta 3 gekauft. How does Gaslamp Fantasy sound? In this Nightingale. Oh, jetzt aufpassen, jetzt aufpassen. Developers, building a cozy base isn't enough. If you want to survive in Nightingale, you'll have to open portals between the Fey realms and face the dangers on the other side. But by meddling with the game's procedural generation, you can shape your next world into something that will hopefully need fewer bullets. Be ready with your axe pick. Das ist halt das Krasse. Du hast halt eine Axt und hast halt zusätzlich dann wieder eine Waffe oder so. Places a young New Yorker in a post-apocalyptic fantasy world. Luckily for Frey Forspoken, Holland, ja. she's got a newfound suite of fast, Luxury, da ist ja ein Spiel für die spells. PS5. And with magical parkour, she can air dash, double jump, and wall run her way Turn-based across the strategy Turn-based Strategie. It looks like Darkest Dungeon, but it Genau, ich hacks kann's and nicht slashes aussprechen. like Gauntlet. In Book- Aaron, the the Book Book of of Heroes, Heroes. you'll carve a path through co-op campaign quests as one of 5 classes, each with their own fighting style and unlockable perks. Digga, wenn wir keinen Trailer bekommen, sitze ich hier wie der größte Scammer überhaupt. Clickbait. Ja, Clickbait, damit ich endlich wieder Klicks If you'd mache. like a lighter fantasy than Aaron, Oh, consider Frozen Flame, das ist es a doch. survival Was ich eben... RPG that understands you want to be out adventuring, Survival not stuck in your RPG? base Hat was filling von your The Legend hunger of Zelda. meter. It's a high magic, high saturation landscape built for exploration, not Valheim, for busy oder? work. So ein bisschen. Ja. Early Access. Of course, we haven't gone the way of the dinos yet. But for humanity in the 41st millennium, survival is anything but guaranteed. At least, that's what the Imperial propaganda tells me anyway. Speaking of, here's your latest look at Warhammer 40,000 Darktide. Mann!
Das ist halt dieses Hin und Her bei Call of Duty. Du hast so gute Runden oder auch jetzt bei Warzone, du hast halt so gute Momente und so vieles, was dir gelingt und dann kommen dann die Runden, wo dir nur abgefuckt wirst von irgendwelchen Campern. Ja, Digga, was ist denn das, Alter? WTF. Das ist auch so ein Gehirnausshooter. So ein richtiger... Aber sieht geil aus. Könnte man sich überlegen, auch zu spielen. Aber Digga, das musst du ja ab 18 machen. Den Stream. Digga, wie geht denn er da durch? Alter. Jetzt ist das ein Spiel für uns. Für den Fabian wäre das. Ja, doch, Digga, das wäre so ein Spiel für Fabian. Die GamingKiste. Dark Tide, ja, Digga, das ist ein Spiel für Dommy. 100 Pro, wenn der liebt ja so Warhammer. But there's no need to wait if you're anxious for inquisitorial service. With Darktide's pre-order beta access, you can play today. Visit playdarktide.com for more info. Right, let's set the chained swords aside for something more cheerful, shall we? Waiting in our next block of previews is a farming fantasy with a creature collecting twist. But first, here's Imogen with some fresh features for Project Winter. Project Winter? Project Winter. This incoming update ETF is all about intrigue. Traitors in the Snow What the fuck social is deduction this? game will enjoy more ways Da laufen to Aliens steal, rum. sabotage and surveil, while 2 new roles will bring new ways to play. And you'll find the map decked out with holiday decoration for added festive flair. Over Magica is Stardew Valley with Pokémon farmhands. Ach, scheiße, Alter. And battle your own collection of blobs. Wie jetzt jeder die zwei großen Franchises zusammenwirft. Animal Crossing und Pokémon, Digga. Es gibt so viele Klone davon. Inspired by Kashubian myths, Dungeons of the Amber Griffin is a modern revival of classic grid-based dungeon crawling. Gather your 4 daredevils, choose their spells, skills and equipment, and set out across a world filled with the monsters and magic. Ja, Digga, ohne Scheiß. Tisch-LP, die Aliens erinnern mich auch an die Folge von South Park, eine der ersten sogar, wo sie Karten mit dieser Satellitenschüssel in den Arsch gesteckt haben. Well, you'd have something like Level 0, a team-based tactical horror with extremely murderable maintenance workers. Bring a flashlight and let's take a look. Oh. Was ist das? Okay, krass. Was ist das? Ist das Koop? Ist das Koop? Das sieht geil aus. Oh, ne, Digga, das ist nochmal sowas. Das ist so ein, Nils, wie heißt das noch? Wenn du mit 4 Leuten gegen einen spielst und der ist dann das Monster, weißt du? Ja. So ein Mix aus Phasmophobia und so einem PvP-Game. Okay. Oh. Oder? Level 0. Krass. Ja, voll das Horror-Game. Sogar für PlayStation. Oh ja. Auch was für dich dabei. Shake off those Dead by Daylight, genau, so eine Mischung. Just yet and we'll need steady hands if we want to make a safe landing. Luckily, Dead by Daylight schon. Dead by Daylight ist schon ziemlich populär. In Kerbal Space Program 2, your Kerbal cosmonauts will enjoy new tech to explore the farthest reaches of the solar system and eventually interstellar space. But don't just take my word for it. For all the details on the updated Space Sim, let's go over to the PC Gaming team for an exclusive interview with Nate Simpson, Creative Director on Kerbal Space Program 2. Ich will jetzt Sons of the Forest. Ich will Sons of the Forest. Ich will Urlaub. ETF. For us, failure is not only an option, it's like absolutely mandatory, right? It's the way that we learn and evolve. One of the things I'm excited about with early access is it kind of
makes everything feel a little more Kerbal in the sense that we're gonna get some things wrong. Capture. We're gonna make some assumptions nicht noch so that are incorrect. Was ist das, Digga? Was? Guck dir diese hässliche Fresse an. Early access, we have the opportunity to make this game amazing. Ich meinte das Alien, nicht sie, aber ist okay. For our community. Each update is kind of like a little present. As a community, we get to unwrap this present together with all the new features and all the new things to explore. I cannot overstate how important it is for me to just hear what people think about this. Ist das ein Simulator, wie ich auf dem Mond fliege, Raketen baue und darüber fliege? For quite a while. This is a rare opportunity to actually find out how we've been doing. Ja, 2. Kabal 2, Space Program oder wie es hieß. Hi there, I'm Imogen Mellor from PC Gamer and I am joined by Kerbal Space Program 2's Nate Simpson. Would you like to introduce yourself, Nate? Hi, I'm Nate Simpson. I'm the creative director for KSP2. Platz hier aber. So, Kerbal Space Program 2 coming up, early access, all that jazz. When we talked in early 2020, war sehr kritisch. Highlighted were the new tutorial videos to teach people how to play. Can you talk a little bit about that, and can you talk about what we'll be seeing in early access? One experience that a lot of people had in KSP1, even if they had a pre-existing subject matter interest, it really kind of has a reputation as a game that's pretty hard to get into. So one of the big priorities for us. Kauft ihr Nobelshare, haben sie gesagt. Das ist ein geiler Stuhl, haben sie gesagt. We've created these fully animated, fully interactive tutorials that are meant to teach basic rocketry. On day one of early access, we've got our basic rocketry and our basic tutorials already in place. And one of the things we want to learn from early access is how good of a job are these tutorials doing? Läuft nur nicht so gut. Wie der von der Oma. And can you talk about Bremsen sind gleich. how you expect to be layering the features in nicht early vorhanden. access? Right out of the gate, day one, early access, functionally sandbox. What we're doing is validating the basic physics, basic flight systems. Mondmaster, nein. Leider noch nicht. Digga, was gucke ich mir hier gerade an? Ein kleines grünes Alien, das in so einem Raketenprogramm mitmacht. NASA-Simulator. Ja, mit einem kleinen grünen Männchen. Technology levels and new kinds of parts. And then going forward from that, we have colonies, which is a big new thing for KSP2. We'll be adding. Ich sollte eigentlich so einen Reaction-Kanal aufmachen. Wo wir auf irgendwas reagieren, das wäre doch voll geil. Einfacher kann man keine Klicks machen bei YouTube. Guck dir die Bagage da oben an. Guck dir sie an. Das ist Alter. Multiplayer introduces the concept of agencies. Wir schauen alle Müll und warten auf unseren Burner. Work alongside friends within a single agency, contributing to a single space program. Also du kannst schon geile Scheiße da bauen. Ja, genau, sowas braucht man. Wie die Russen. Genau. Die Raketen schlagen auch nicht ein, da wo sie sollen. Ah ne, Moment, das war ja was anderes. For seasoned Kerbal players, are there any changes right now that they're going to run into and go, thank God, that's so much easier or like better right now? There are a lot more Eurofighter, lol. Probably the biggest one is ja, der läuft auch, der lief auch genauso wie der Eurofighter. Scheiße. Procedural wings make airplane construction a lot easier. And then in general, the vehicle assembly building is just lovely to navigate now. Ja, no Man's Sky von Wish. Also du kannst dir, da gab es früher mal so ein Spiel, das hieß Spawn. Von EA, das war von den Machern von Sims. Da konntest du auch deine eigenen Raketen und sowas bauen. Und No Man's Sky war auch schon schlecht, das stimmt. So forward compatibility of craft files is a really important thing for us, but early access being early access, all I can express is a strong hope that vehicles that you build on day one of early access will still be forward compatible when we hit 1.0. And how are colonies going to change how we play Kerbal? Colonies are going to change everything. Colony gameplay is about facilitating the collection of resources. And there's a system that works hand in hand with colonies called the delivery route system. I can drive a resource extractor out to a resource deposit, drill for it, extract it, drive it back, and then turn that into a repeating... Ja, das unnötigste Spiel. Wird da eine Stunde gezeigt, gefühlt. Wer fragt nach sowas? Wer kauft sich sowas? Lord Gurken TV, Digga, ihr habt so geile Namen. Ich feier das. Ich feier das so hart. Digga, wir haben jetzt gefühlt 20 Zuschauer verloren. Nur wegen dem Scheiß.
multiple star systems even. Well, thank you so much for talking to me today. It's been an absolute pleasure. Thank you very much. Also mir auch. Great to Also meet you. wirklich, geil. Early Access, wird sich nie durchsetzen. So. As we return from orbit, there are a lot of games coming our way. Too many games to reasonably cover, some might say. Luckily, we've got the magic of montages on our side. Here's a rapid-fire look at what's on the PC gaming horizon, from gun-toting witch hunters to Digga, toll. Revitalized by that first sprint in our preview marathon? Lovely, because we have plenty of trail left to blaze for your next year in PC gaming. But before we resume our blistering pace, let's take a breather with a new addition to your laid-back simulation sandbox. World Premiere. Digga, was? Simpson-Fan. Jetzt, du kannst hier nicht so ein Ding raushauen. Du kannst jetzt hier nicht so ein Ding raushauen und es wird dann nicht passieren. Du kannst uns nicht auch noch scammen. Death Stranding, ja, genau, danke. War auch so ein Walking Simulator auf unserem Plan. Oh shit, Digga, was ist das? Wir haben jetzt schon mehr zu diesem, wie hieß es noch? Kerbal Space Simulator gezeigt, als sie zu Sons of the Forest gezeigt haben. Es gibt dazu mehr Videomaterial als, glaube ich, alle drei Trailer von Sons of the Forest zusammen. Nur als Info. Digga, es ist so ein Relax-Spiel, das da. Kann das sein wie diese komischen House-Prepper oder wie die heißen? Wo du dann so ein Haus kaufst, reinigst das und verkaufst es dann besser. The Repair House. Krass. Das ist einfach eine Werkstatt. While antique restoration sounds delightful, we are taking a sharp turn in a more destructive direction now. The next course in our gaming feast is for the head clickers, combo stringers, and compulsive reloaders. Whether in first or third person, whether side-scrolling or top-down, you show up to do one thing: land more hits than you take. We've gathered the finest shooters, slashers, brawlers, and beat-em-ups of 2023. You'll see low-gravity gunfights, skeleton swordplay, and whatever you call it when someone's fighting with an umbrella. But first, we're looking backwards towards something a little more 90s. Say, hello, Gordon, to Abiotic Factor. Oh. Abiotic Factor. I'm feeling distinctly anhydrous. Digga, was? Oh Mann, ey. The Gate Cascade Research Facility. Ey, yo, Rayfart sieht ein bisschen aus wie Half-Life. Also wie das erste Half-Life, so von der Grafik her. Now, the world's greatest minds so ohne Scheiß. must survive a transdimensional catastrophe using brains over brawn.
to unlock the facility's secret depths. Sebastian, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht mal, wie lange die Show hier noch geht. Aber wenn es hier nicht gezeigt wird, dann wird bestimmt nochmal ein Trailer kommen auf den Game Awards im Dezember. Spätestens da werden wir nochmal streamen. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht. When the boundaries between dimensions have been undone, it's up to the science team. Digga, darf ich mal kurz festhalten, das sieht nicht nur aus wie Half-Life. Das ist gefühlt Half-Life. And maybe even escape an apocalypse in the making. Aren't you glad we're together in this? Alter, das ist so Half-Life. Sah genauso aus, halt klein bisschen anders, aber schon so in die Richtung. Ich bin stark verwirrt von der PC Gaming. Abiotic Factor is set to emerge from an interdimensional portal sometime in 2023. We're moving now into the shooter segment of our action suite to see where we'll be setting our simulated sites in the new year. Survival. Here's Imogen with a host of games that run the gunplay gamut. Wow. Jetzt gehen wir in die Shooter-Ebene. The rich have destroyed Earth and colonized Mars. The good news is that you can, as always, steal their stuff. Da bekomme ich einen richtig heftigen Weinkrampf. Fight clone security forces and rival players in zero-gravity shootouts, using environment-altering abilities to plunder priceless pop culture relics. Commander Glotz, moin. Ja, nicht viel. Das Survival-Bereich der PC Gaming Show ist vorbei. Wir haben nichts von Sons of the Force gesehen, außer einen alten Trailer. Rust-colored Metroidvania fit for a rainy day. Your Gunbarella isn't just a weapon. It's a bullet shield and traversal. Digga, ist halt letting you echt deflect nervig. enemy shots and slide across zip lines. With your trusty lead pumping parasol, side scroll your way Ja, es war aber bei Dings eingestuft, bei Survival. Aber es war da auch im Panel drin. Es hat ja niemand gesagt, bis jetzt hat ja niemand gesagt, dass es einen neuen Trailer gibt. Es wurde ja erwähnt, es wurde gezeigt, was rauskommt. Und Ended Games hat es ja auch bis jetzt nicht bestätigt, dass ein neuer Trailer kommt. Wir sind nur davon ausgegangen, weil es mehrere Anzeichen dafür gab. Up next. Do you ever wish you could talk to your video game guns? Ja, ist echt so. That's ist echt so. a strange thing to wish for, but lucky sah schon sehr, sehr stark nach Half-Life aus. Digga, was ist denn das? Das ist ein Spiel für Ronja. Guck dir das an. Dieses Clipper-Ding. Guck mal, wie es der Frosch dich anguckt, wenn du schießt. Und wenn du nachlädst, Digga. Ronja, das ist so ein Spiel für dich. Ja, Farkit hat auch noch keinen Content dazu rausgekommen. Der darf aber vermutlich auch nichts sagen. Kein Mensch will dieses andere Zeug sehen. So hässlich. Und doch, ich finde die Schildkröte richtig geil. Was ist denn das? Eine Ameise. Alter. Hat sowas von Serious Sam. I think that might be all of them. What do you think? All right, either way, let's just head to Dregtown. Commander Klotz, Digga. Haut der hier so ein Ding raus. Die Knarre sieht ein bisschen aus wie ein Spielzeug ab 18. This next game about alien encounters is much less endearing. It's a Death Stranding style apocalypse by way of cosmic horror from NetEase. 30 years after it brought humanity to the edge of extinction, you'll wield a supernatural substance to reclaim an infested Dieser Dino-Shooter. Den habe ich mal mit Max irgendwann gestreamt. This is once human. Okay. Mal abwarten. Vielleicht ist ja noch was Cooles dabei, was man sich angucken kann. Im Shooter-Bereich oder in den anderen Spielen. In anderen Bereichen, wenn wir jetzt auch nichts mehr von Sons of the Force sehen sollten. Wäre schade, aber dann haben wir immer noch die Game Awards. Okay. The Division. The Division mit irgendeinem Alien-Scheiß.
Ich mach noch, es wird wieder The Forest Streams geben. Natürlich. Ist halt so geil. Ja, ich hab auch wieder Raycard. Digga, es sieht aus wie so ein ganz normaler Dienstag in der Klinik. Oder, Ronja? Frankfurter Klinik, direkt in der Nähe vom Bahnhof. Crazy shit, Alter. Get up now. We gotta get out of here. Ja, oder die haben das so krass eingefädelt, dass am Ende Sons of the Forest kommt, weil jeder irgendwie Sons of the Forest sehen will. Und die denken sich so, den alten, vermüllten Shit, den zeigen wir davor. Und im Endeffekt sehen das dann von, sagen wir mal, 200 Leuten, die zugucken, nur noch einer. Das bin ich. Digga, so sieht eine Junggesellenbude nach 6 Wochen durchgehend Partyurlaub aus. Dann hängt da oben so eine Spinne. So eine fette Spinne. Dann willst du dir so deine Sandale holen und die kaputt zu schlagen, drehst dich um und dann ist das Ding weg. Du weißt nicht, wo es hin ist. Crazy shit, Digga. Crazy shit. It's all over. Let's get out of here. Ist morgens um 9 Uhr zwischen Kaffee 1 und 2 in Frankfurt. Morgens 9:30 in Frankfurt. Crazy shit. Und jetzt ist noch PvP, Digga. Ist noch PvP, oder? Ja, ist es. Patsch. Knock, knock. Mhm. Es ist noch PvP. Once human. Okay. Oh, aber vielleicht zeigen die noch was zu dem anderen Spiel. Digga, wie hieß denn das noch? Jetzt, das andere Survival Game. The Day Before. The Day Before. Mann, ich vergesse immer die Namen. Because it looks like Valheim is about to get some Viking competition. In Asker, you and your friends will oversee a Norse tribe survival in a hostile world. Manage your settlement's needs and industries before commanding your villagers in sailing expeditions across ever-changing seas. Schön für Once Human. Da freuen wir uns. Digga, Lord GurkenTV hat so einen harten Sarkasmus, ey. Versucht gerade zu Hause nicht zu platzen. Remember the rage of the sea. Da könnte schon wieder am Frankfurter Bahnhof sein, wenn die Krähen dich angucken. Dein Brot wollen. Remember those who never sleep. Okay. Krass. Sieht aber geil aus. Okay. Asker. Winter is coming. Close Alpha starting. This might come as a surprise, but there are a lot of games about hitting things with swords. 2023 brings an armory's worth of options for sharpening your swordcraft in haunted graveyards and galaxies far, far away. Imogen? Okay, okay. Lycanvale is a fast-paced, first-person slasher in the tradition of classic 90s shooters. Locked in a nightmare, your longsword Das hat was von your only hope for Skyrim. surviving a whole Castlevania's worth of skeletons. I'd have brought a mace myself. Dune Awakening, ja, stimmt. Oh! Star Wars Jedi Survivor! Digga, da hab ich so Bock drauf. Ich hoffe, da gibt's demnächst neue Informationen dazu. Da hab ich so Bock drauf. More collectible ponchos. 89 days ago, I lost contact with Earth. We regret to report that the moon is, in fact, haunted. In Moon Mystery, uncover the secret history behind past lunar missions in a universe-spanning investigation. And bring a gun. Hello there. It's not just low-gravity puzzles out here. Ah, Puzzlespiel, Digga, mit Shooter-Element.
Weiß ich nicht. Hunts the Night asks an important question. What if Link to the Past got bitten by a werewolf and turned Digga, bin ich raus. Tut mir leid, ich bin raus. Wenn ich ein Pixelspiel sehe, bin ich raus. Dann Digga. Uncover an accursed world's dark lore and upgrade your arsenal to suit your hunting style. And that's everything I have for now. But before we go back to Frankie, here's a look at die andere Seite ist. Halt die Klappe, Judah, ist dein Toast. Aha. MW2. MW2, wann soll das kommen? Ich glaube, gestern konnten so wenige Leute Modern Warfare spielen, weil die Battle.net-Server so im Arsch waren, weil, glaube ich, jeder, also ohne Scheiß, ich glaube, 80 Millionen Leute haben sich Warzone 2 runtergeladen. Oh Mann, ey. If this last game seemed a little light on loot, you're in for a treat. Because in Superfuse, your comic-style carnage will earn Diablo-level piles of loot drops. But the real treasures here are with your superpowers. With each ability's own modular skill tree, you can turn a humble fireball into a splitting, exploding screen clearer. Okay, Top-Down. Diablo, Klon, sowas. Ja. Aber mit Comic-Grafik. So eine Mischung aus Borderlands. Zack, Alter. Moin, Alter. Moin, Alter. Was waren das? Wie viele Fähigkeiten das waren? Boah, das ist so ein Spiel, da kannst du so richtig hart reinkrinden. Ich glaube, so Spiele, da brauchst du Zeit dafür. So ein normaler Kerl, der arbeiten geht, ein Kind zu Hause hat, der braucht sowas gar nicht zu spielen. Da musst du so hart reinkrinden. Das ist halt so ein typisches Diablo-Ding. Chill Potato, ja, Digga, aber es wurde ja nicht verschoben. Wir werden schon noch was dazu bekommen. Superfuse is coming to PC on January 31st, 2023. Obviously, superpowers are nice and all, but sometimes we just want old-fashioned fisticuffs. And Clash Artifacts of Chaos is a gorgeous and grotesque fever dream of martial arts action. In the punk fantasy world of reclusive warrior pseudo, a sacred dice game could make your next fistfight easier. But losing might mean your mutant moose opponent gets a new teammate. Let's take a look. Grandpa is dead. Say the words. His bones are earth. His flesh is dust. His breath is crazy Grafik. His breath is wind. Where will I go? Is there anyone who can take care of Digga. Der Peniskopf. Brother, und der verkohlte Vogel. All right now. I'll take you somewhere safe. But that's it. Gemini is expecting you. I assume you're here about the boy? We need the boy. I need the child alive. Ja, das Ding hat nicht mal einen Mund, es hat einfach nur zwei große, dicke Augen. Es blickt dir in die Seele. And she can use it even if she doesn't win the game of dice. Imagine the power she has. Bunker LP, nein, leider nicht. Es wurde nur ein ganz kurzer kleiner Trailer gezeigt, den wir schon kannten. Das Spiel wurde nur erwähnt. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir noch was sehen von Sons of the Force. Was ist das? Was sind das für Viecher? RIP, genau das. Yes. What are you doing to the boy? You think I had a choice? I don't care about your grand plan. You will never leave. Das Ding ist halt einfach, wenn ich wirklich... Also bis jetzt sind die... Schreibt mal in den Chat, Leute. Wie hat es die PC-Gaming-Show bis jetzt euch gefallen? Wie hat die euch bis jetzt gefallen? Also bis jetzt bin ich so der Meinung, wenn ich mir richtig komische Games oder richtig schlechte Games ansehen will, dann schaue ich die PC-Gaming-Show. Kann ich mal richtig reden? Kann ich richtig reden? Ich kann nicht richtig reden. Ah, für Sons of the Force? Nein. Ich bin am Schwitzen.
Kinda. You don't have what it takes. Amplitude. Dude, hold on. Yeah, the dungeon is a real downer. And getting eaten so often. Die Game Awards werden besser. Game Awards werden besser. With a squad this rad, we've got Wann sind denn die wieder? So am 17., 18. Dezember, glaube ich. Das wäre natürlich doof, da habe ich keinen Urlaub. And plays makes things explode. Yay. We are one. Oh, wait. Ohne Scheiß, bis jetzt gefällt mir am besten die Moderatorin von dem PC Gaming Show, von der ganzen Show. 8. Dezember, Game Award. Nee, 8. 8. Dezember? Ja. Ab nach Los Angeles. 8. Dezember, ey, Digga. Dann haben wir einen Termin. Dann schauen wir uns am 8. Dezember die Game Awards an, denn da habe ich dann Urlaub. Das ist heute in 3 Wochen. Sehr gut. Leute, merkt euch das vor, falls jetzt nichts mehr zu Sons of the Forest kommt, sehen wir uns am 8. Dezember nochmal bei den Game Awards. Oh, hi. Steam Deck has had an exciting year, and we have so much more to come in 2023. Werbung noch für Steam Deck. We started shipping this powerful handheld PC gaming device back in February of this year. And despite the fact the delivery guy we hired wasn't very fast, sorry, Gabe, we not only caught up to reservation holders, we increased production and are now in stock and shipping all over North America and Europe. And we're not done there. Steam Deck. We just opened reservations in Japan, South Korea, Hong Kong, and Taiwan. And with the help of Komodo, expect to start shipping there by the end of this year. We even had a booth at Tokyo das kann ich Game schon Show, verstehen. so Es gibt Leute, die sich sehr für das Steam Deck interessieren. So ist nicht. Pretty, isn't it? Our favorite part is seeing all the different ways people have been using their Steam Deck. From Aber playing their es wäre Steam nichts für library mich, on the Digga, go wenn ich to using it as the powerful PC it is gar to keine do Zeit pretty much für everything else. mobile In fact, here's the Games zu dock we spielen. launched So. just last month. It's shipping Oh, now and mit lets you connect 8000 on a Kabeln noch phone. hin. But don't Digga, worry, was the work ist we did to das? support it means you can also use any USB hub or dock you want. Das ist schon cool gemacht und dann kannst we're du looking to continue shipping more and more Steam das Decks Steam Deck an den, and docks. PC, an den And we're Fernseher looking for anschließen launching in more regions und hast too. halt We'll sowas also wie continue our work to get as many Nintendo. Steam titles Weißt du, wie verified on deck eine as possible. Switch, Now, keep nur in mind, Inhalt games besser, don't need weil es that green bessere checkmark Grafik to hat. run on deck, but we work with developers to verify Digga, sag das games nicht, as Get on My basically a way to Life. communicate with you which ones we Wii U know auf for Wish, sure also run die super Wii U well. kommt nicht Over an die Qualität 6,000 von einem titles Steam are Deck ran. already verified or playable, and that list is growing by the day and will continue to well into 2023 and beyond. So essentially, this represents everything we're about, continuing to make Ja klar, wenn man jetzt keine PC Switch gaming hat as powerful and accessible und as generell possible to as many PC-Spiele different spielt kinds of gamers oder as we mobil can, PC-Spiele all while spielen continuing will, to push that technology forward dann for ist ein players Steam Deck and the lohnt sich dann industry mehr. as a whole. Wenn man natürlich So eher there's a Switch-Spiele lot spielt more oder to come. Mario There's so much Games, planned dann with Steam holt Deck man for sich eine Switch. 2023 and well into the future. And don't worry, we're going to go ahead and leave the delivery up to the professionals. Okay. Before we march on towards next year's strategy game selection, Digga, this jetzt kommen wir is erst, a jetzt kommen wir perfect dann zu opportunity to pack in a Strategie few und more dann previews. wird's Just halt nichts ahead, mehr aus Imogen's brought up Sons an of the Forest, unconventional Leute. pairing for your appraisal. Dann ist es halt A offiziell miniature vorbei. Metroidvania and a dreadful dream Ich adventure. glaube, die haben gar keine die haben keine Horror-Kategorie. Biogun is what you'd expect from a Metroidvania, Ach, assuming your du expectations Scheiße. include a vaccine hero made of Aber sieht ganz witzig DNA aus, Digga. and Ist das ein a Schwein? medicine gun. Save Jetzt a ist das ein sick dog's Schwein? life by blasting viruses across a microscopic So ein kleines experiment. Schweinchen, oder? So ein Schweinchen in so einem Explore to Anzug. unlock abilities and upgrades, and even find some delightful hats along the way. Ja. Don't ask how In they dem got Körper there. halt. Was? Ja. Müll. Despite how it might look in Biogun, facing our inner turmoil Oh, das wäre so ein Game isn't fürs terribly Ronja. exciting for most of us. But others like Daydream, Little Forgotten Griffin Sorrow. are Das lucky ist so ein enough Game to für face Ronja. their So ein inner fears bisschen on a Rätsel, bisschen magical Horror. journey with a living teddy bear. In Daydream Forgotten Sorrow, Typisch you'll join Drachenlord Griffin Game. and Burley the bear on a dreamlike Hart im puzzle-solving Leben, Digga. adventure. Speaking of Frankie, what else is on the Die way for us to LSD-Wutz im daydream over? Raum. Oh, ein Bärchen. Apologies to Griffin, but we can't dally around for any Verstehe daydreaming. Nein, du We still have musst dich nicht a lot of bei games in anderen today's Leuten entschuldigen. lineup, Du and musst dich bei our mir time's only entschuldigen. getting shorter. Wegen Sons of the I Forest. think it's time to stretch the speedrunning muscles, don't you? Grab a fresh set of stakes, keep your kryptonite handy, and strap in. Here's another volley Ja, of die 2023 meisten Spiele werden auch so
worst of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Eigenen Trailer raus. Es wird schon einen Trailer geben noch dieses Jahr. Wahrscheinlich dann auf den Game Awards. Clearing the fog of war over your strategy gaming future. From the up-close tension of tactics games to the sweeping scope of grand strategy, 2023 is set to be a promising year for city builders and battlefield commanders alike. Turn-based tacticians aren't the only ones with reasons for excitement. With exciting new offerings joining the return of some big names in the RTS genre, we're poised to enter a renaissance. Jetzt kommen Strategiespiele. We'll begin our deployment with a new take on the war to end all wars from Petroglyph Games, the studio behind Command & Conquer Remastered. Command & Conquer Remastered hört sich schon cool an, weil Command & Conquer schon geil ist. Aber es ist nicht das, was sie bewerben. Das sieht sehr komisch aus. Digga. Get on my life. Es wird keine M16 geben. Das wäre zu krass. Es wird eine Schrotflinte geben, höchstens noch ein Gewehr, wenn überhaupt. Oder eine Pistole. Und eine Pistole, ja. Eine Armbrust, einen Bogen haben wir gesehen, aber kein fertig. Einfach mal so ein fettes MG, so ein stationäres Kaliber 50. Machst du dir oben auf deine Hütte. Raketenwerfer habe ich im Trailer gesehen, ja? Den hat man gesehen. Als er den Helikopter von den Mutanten runtergeholt hat. Oh, Digga, so Spiele gehen ja gar nicht. Ich finde, so Spiele sind so gar nicht meins. Dieses, also es gibt ja Strategiespiele, die ganz witzig sind. Man so sein eigenes Dorf aufbaut und dann so ein bisschen Krieg treibt. Aber das hier so Civilization-Dings, so mit Kriegsabkommen und Steuern, sowas, Digga, und Deutschland. Alte Deutschland. Ja, ja, genau. LGU. Dampening your opponent's national will and tipping the scales of war. Reach success by chipping away at their will to es reicht eine Schrotflinte, eine Pistole und vielleicht noch ein Gewehr oder so. Das reicht. Wobei es auch nur bei einer Schrotflinte bleiben könnte. Schrotflinte und Pistole. Was anderes brauchst du eigentlich nicht, weil du findest eh nicht so viel Munition. Also sagen die Entwickler. Aber im Endeffekt hast du für die Steinschutzpistole auch nicht so viele Kugeln gefunden, außer du wusstest, wo sie genau sind und hast sie immer gefarmt. Wird es das wahrscheinlich in Sons of the Force auch geben. From superhero squad battlers to extraterrestrial tactics, here's a selection of upcoming squad battlers and a spiritual sequel to Genau das ist es. Zu viele Waffen neben den Horror. Die Entwickler haben auch gesagt, dass man langsam an diesen, am Anfang soll es sehr horrormäßig sein und du wirst langsam daran gewöhnt. Aus dem einfachen Grund, weil du nach und nach dir irgendwann, wie heißt Knochenrüstung und sowas craften kannst und dich mit besseren Waffen ausstattest und dann wird es immer weniger Horror. Da gehst du da in Höhen rein und schießt schon hier und da und dann killst du da noch einen Mutanten und läufst an ihm vorbei, steckst dem eine Granate in den Mund, dem Flutschfinger. Und dann ist es halt nicht mehr gruselig, sondern es ist eher so, was für eine krasse Kombi kriege ich jetzt hin? Kann ich ihn jetzt killen? So läufst halt wie ich in The Forest da rum, mit Bogen. Damit es spannend wird. Manage and expand your global research and defense Ja, network moin, to ensure Simpson-Fan, danke. an alien invasion. Danke, dass du da warst, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen, auch wenn nicht Sons of Force dabei war. Ich wünsche dir was auch Nee. In Inkbound, you'll embark on ja, bis spätestens am through a colorful collection of living stories. Releasing in 2023, Inkbound's evolving world means every day will offer new adventures and new combat options for your next build. Welches? Ich möchte im Wald überleben und Angst in der Nacht haben wie früher. Ja, genau. If you prefer your heroes with a fancy flavor, don't fret.
Ja, ich bin mal gespannt, was mit der Frau passiert, wenn wir im Koop spielen. Weil die soll ja im Einzelspieler dir helfen. Wenn du ihr hilfst, hilft die dir auch. Aber ich weiß nicht, wie das im Koop abläuft. All in a gorgeous pixel art package. Songs of Conquest advances from early access for a full release in 2023. Up next is something of a video game Swiss Army knife. Part city management sim, part action RPG, Cygnus will see you leading every step of your alien outpost's defense, from the small scale to the big picture. Welcome to Cygnus Enterprises, contractor. We are the galaxy's leading space exploration megacorporation. You have been tasked to restore our facilities on Mytilus to a productive... Endnight Games legt viel mehr Wert auf die Story von Sons of the Forest, als sie es beim ersten Teil, also bei The Forest, gemacht haben. Es wird eine richtige Story geben. The Forest hatte nie eine richtige Story, die wurde irgendwann so über mehrere Jahre so dazu gedichtet. Und das merkt man auch, weil die halt einfach Lücken hat. Und ich glaube, Sons of the Forest wird das Ganze ein bisschen anders auffahren, direkt eine plausible Story haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das Ganze vielleicht ein bisschen so umstrukturieren und dass wir vielleicht doch gar nicht Timmy spielen. Kann sein. Digga, hart im Nehmen. Am Ende spielst du 100 Stunden im Wald und baust dir deine Hütte und gehst niemals in die Höhlen rein und spielst die Story durch. Das kann auch passieren. Hoffentlich haben wir noch eine Horror-Kategorie. Dann könnten wir da noch drauf... Da könnte es vielleicht noch was... Da könnte noch was draus werden dann. Wenn wir eine Horror-Kategorie kriegen. Aber es wurde ja schon gezeigt, warum sollten sie es jetzt nochmal machen? If you're hearing this and we failed, please finish what we started. This is bigger than any of us could have imagined. Hart im Nehmen, das kann sein, dass es so sein wird. Ich bin ja gerade am Überlegen, war die Maske außen nicht weiß, innen rot? Oder war das andersrum? Nur die anderen hatten ja auch die Maske an. Die anderen Mutanten, Kannibalen. Normalerweise, ich glaube nur rot, ja. Boah, ich bin da gerade ein bisschen... Ist mir nicht aufgefallen, kann gut sein, wäre gut. Aber die anderen waren ja auch maskiert. Waren deren Masken nicht auch mit roter Farbe versessen? Versetzt, sagt man das so? Listen up, logistic lovers. Ach, in this du Scheiße, Digga. Game, there are no losses or penalties to get between you and the wild rush of resource management. Was? Digga, wer spielt so Spiele? Wer setzt sich denn hin? Wer, um Gottes Willen, in dieser Welt setzt sich hin und spielt Resources Games? Men of War 2 marches on. Even despite wartime delays, Ukrainian developer Bestway will release the sequel to its acclaimed World War II RTS in 2023. Das ist eine gut gestellte Frage, Get on My Life. Aber der Entwickler hat gesagt, dass er sich erstmal auf die PC-Version konzentrieren wird. Wahrscheinlich wirst du in 1 bis 2 Jahren dann eine PS5-Version bekommen. Und ich glaube nicht, dass das Crossplay sein wird. Oh, Digga, Volksempfänger im Hintergrund. If balancing the supply chain in Master Plan Tycoon was a bit too benevolent for your tastes, you're in luck. Our next game is very much the opposite. It's a reimagining of a 2009 demonic cult classic, and sure to be a favourite for any aspiring archdemon. Here's a look at Solium Infernum. Solium Infernum. League of Geeks hatten wir eben schon mal. Ja, die sind ja eigentlich ein reines PC-Studio. Und die haben das ja damals auch erst 2014 ist Sons of the Forest rausgekommen. Ich glaube 2018 ist erst die PS4-Version von Sons of the Forest erschienen.
Sons of the Forest als VR wäre auch geil. Ja, The Forest kannst du ja auch, kannst du. Fabi soll das mal in VR spielen. Das kannst du doch in VR spielen, The Forest. Wow, musst du die VR-Version, glaube ich, nochmal kaufen extra. Echt? Nee, ich glaube, du kannst am Anfang einstellen, oder? Das stand doch in VR spielen, glaube ich, immer wenn du Forest startest. Morgen ist auch Red Friday, ne? Oder erst nächste Woche. Was? Morgen ist Black Friday, oder erst nächste Woche? Nee, am 18. November stand da irgendwas von Amazon, dass die morgen schon Angebote haben. Aber am 25. ist eigentlich... Ach, das zocken nur in VR. Digga, wir müssen echt mal Fabi das spielen lassen. Dann gucken wir dem zu, wie es ist in VR. Solium Inferno. Ah, wir kaufen uns alle eine VR-Brille und spielen. Ja klar, ich gebe jetzt nochmal 300 € für eine scheiß VR-Brille aus. 430. Was? 430 für die Oculus? Nee, für die Pico 4, wo Fabian hat. Die Oculus ist auch von Amazon, die Pico 4, oder? Ist doch kein... Ist das von Amazon-Produkt? Warte, nehmen keine Ahnung, wie lange das noch geht. Es ging jetzt schon... Es geht jetzt schon über eine Stunde. Flatland? Nee, Floodland, also Flutland. Fluss. Überflutungsland. Massive and beautiful. Immersive and beautiful. What a beautiful game. Devastation, hope and grit. City Builder with heart. Ist das schon wieder so ein City Builder Ding? Uch. Was? Müll. Die Siedler 2.0. Ja, doch so ein, ich sag mal so ein ruhiges Aufbauspiel ist gar nicht so verkehrt. Wo man sich hinsetzt, baut ein bisschen auf, zockt so ein bisschen nebenbei, spielt mit seinen Kumpels und so. Finde ich cool. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Is available now on PC. Kauf The ich mir last nicht. entry in our strategy lineup is a spin-off from a massive free-to-play shooter. Ich auch nicht. In Crossfire's isometric RTS, choose your own unit selection and bring your custom army composition into campaign missions, co-op scenarios, and competitive battles. Here's the latest from Crossfire Legion. Crossfire Legion. Hello, Commander. Oh Mann. Ey, ich bin echt... Bis jetzt ist nichts dabei, was echt richtig reinscheppert. PC Gaming Show, du hast mich bis jetzt, hast du mich echt enttäuscht. We are deploying a plethora of new content. Optimizing and refreshing the battlefield, along with the final act of our gripping story campaign. Also ich spreche ja nicht für andere Leute, aber gibt es so für wirklich so eine breite Masse, die sowas spielt? Commander, Crossfire Legion leaves early access. 8th of December. 8. Dezember 2023. Das dauert noch ein bisschen. Alter, und dann sieht's so aus. As we charge forth into the new year, these are the games we've pinned our highest hopes onto. Here are our 6 most wanted games for 2023. Aha. Aha. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Leute, aufpassen. At the number 6 slot in our most wanted list is The Finals, the upcoming free-to-play FPS that wowed crowds and critics with its reveal in August. Ja, Digga, aber das ist kein neuer Trailer. Es wird jetzt wahrscheinlich keinen neuen Trailer geben. Wenn da das Sons of the Forest nicht zumindest dabei ist, bin ich enttäuscht von dieser PC Gaming Show. Ja, vielleicht kommt der neue Trailer bei der Game Awards dann. Ja, 100 Pro. Du kannst halt alles kaputt machen bei dem. Es ist halt so ein Overwatch-Mix-Ding. Kannst alles kaputt machen. Overwatch für Arme. Ja, Digga, das zerstört auch PCs. Guck dir mal die Scheiße da an, was du dann kaputt machen kannst. Wie viele Partikeleffekte da sind.
Ja, Baldur's Gate 3, stimmt, gab's ja auch noch. Oh, Cthulhu. 3 years in early access, Baldur's Gate 3 will release in 2023, adding a new entry to one of the most beloved RPG series ever made. Play the story as a pre-made origin character or combat the Mind Flayer menace as your own handcrafted hero. The rich worlds of Divinity join with the D&D 5e inspired combat, allowing intricate gameplay interaction between your abilities and the environment both in and out of battle. Join up to 3 friends and adventure together, or split the party and independently chase your own quest lines. The future of the Forgotten Realms is yours to decide when Baldur's Gate 3 releases next year. Jetzt kommt's. 4. Es muss Minimum dabei sein. Few can sell a beautiful dream like Gut, Starfield, ja. And what dream is better than a sweeping expanse of sci-fi adventure? A Skyrim on a galactic scale explored in your own self-built spaceship. Starfield ist schon ganz geil. Of course, in making those dreams into reality, the studio is just as renowned for stumbling. Das ist dieses komische Aufbauspiel von Bethesda, glaube ich. Trademark jankiness look like when it's stretched across 1000 simulated planets. Make no mistake, we're as eager as anyone to get our Vielleicht bekommen wir wenigstens neue Informationen zu Sons of the Forest, wenn wir schon keinen neuen Trailer bekommen. We'll probably be playing it for a decade afterwards. Kannst mir nicht erzählen, dass es nicht dabei ist. As we enter the top 3 Diablo 4. list, we're dipping into the diabolical with Diablo 4. With a decade already passed since Diablo 3's release, there's a demon-slaying hole in our hearts that only a new entry in Blizzard's legendary loot chase can fill. And no, remasters and mobile Diablo 4 sieht schon geil aus. With the return of skill trees and favorite classes Doch, sieht schon geil aus. The addition of an open online overworld and, most importantly, more modifiers for your random loot, there's plenty to be excited about in Diablo 4's update. Du kannst sogar reiten. When hell reopens in 2023, we'll be waiting at the gates. Okay, so, jetzt aber. Platz 2, jetzt komm. With the RTS genre set to make a comeback, it's prime time for Relic's acclaimed World War II series to redeploy for the Mediterranean theater in Company of Heroes 3. The sequel's Italian campaign will offer a turn-based Total War-style grand strategy between real-time battles with a ich habe noch nie jemanden hören sagen, ich freue mich auf Company of Heroes 3. The campaign provides the traditional RTS campaign experience with linear cinematic battles. Using army customization options. Sieht schon geil aus, Digga. Sieht schon cool aus, aber sind wir mal ehrlich, niemand sagt das. Niemand sagt, ich hab Bock auf Company Heroes 3. Gut, doch. Tommy schon, aber die breite Masse doch nicht. And a tactical pause system will let you queue orders for your units so you can command at your own pace. We don't have long to wait. Company of Heroes 3 Oh, du bist gerade gegangen. Ja, Digga, meine geht auch. Meine geht auch. Platz 1. Das kann nicht sein. Nee. Alter. Homeworld 3, Digga. Was ist Homeworld 3? For a new RTS renaissance, we couldn't ask for a better flagship than Homeworld 3. With modern tech, Homeworld spaceship tactics are reimagined in a truly gorgeous fleet battle ballet, bolstered by the tactical opportunities offered in fully 3D battle spaces. All interceptors with me. Guns set ready and locking on. Just I've got tracking errors. Going manual. Sweep right. There it is. Adjust the load rate. Can't get loose. Push your target. Under fire. The drifting hulks of massive space derelicts provide Ich glaube, a well strategic ich habe einen Herzinfarkt. Unleash a surprise attack with a destroyer hidden beneath drifting. Leute, jetzt mal ehrlich. Die breite Masse. Die breite Masse freut sich doch auf Sons of the Forest. Wenn du auf TikTok gehst, wie viele Leute schreiben da, ich habe so Bock auf Sons of the Forest. Wie viele Leute schreiben, ich habe Bock auf Home Space Office. Homeworld 3. Keine Ahnung, Digga. Well, weary travelers, it's time for us to draw the curtain on our crystal orb and turn our eyes back to the present. But don't worry, if any of those 60 or so games caught your fancy, whether one of the relived Half-Lives or the handful of Warhammers, you can wishlist them all over on our Steam page right now. After all, the future's only moments away. I've been Frankie Ward and you've been watching the PC Gaming Show 2023 preview, and we're thanking you for being here. Take care, and we'll see you next year. Ja, das war's. Super. Ach du Scheiße, Digga.
But we know you're different. Ja, Digga, ohne Witz, wenn ich den größten Schmutz sehen will in Sachen Gaming, dann gucke ich die PC Gaming Show. Jetzt mal ganz ehrlich, ohne Witz. Danke, ihr Lieben, fürs Einschalten. Danke fürs Mitfiebern. Leider haben wir keinen Trailer bekommen. Wir haben auch nicht mal irgendwelche Informationen bekommen. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die 6 meist erwartetsten Spiele der PC Gaming Show zu küren. Wer sich da... Also, da muss man ja schon gesoffen haben. Digga, wenn auf Platz 1 irgendein Strategiespiel ist, das irgendwas mit dem Weltall zu tun hat. Eins der Genre, die am wenigsten vertreten sind und dann, die gar nicht so die große Masse haben. Ja. Wir sehen uns spätestens wieder bei bei den Game Awards. Die werden wir auf jeden Fall streamen und hoffentlich werden wir da einen neuen Trailer zu Sons of the Forest bekommen. Und, ja. Es ist echt ein Witz. Also, es ist krass. Ich kann es nicht verstehen. Ich will Blutrache. Digga, ich will am liebsten auch Blutrache. Oh, Mann. Wann kommt da das mit dem Sons of the Forest Trailer? Digga, Hendrik, so groß war der Trailer. Und das war ein Trailer, den haben wir schon bekommen. Der war schon... Das ist der 3. Trailer, war es, glaube ich. Ja, klar. Digga, Red Diamond, du brauchst ja das nicht gut zu reden. Ich glaube, die PC Gaming Show ist da gar nicht so... Nee. Ich glaube, das war auf Platz 200 oder so von all den Teilen. Ja, es war wirklich nur Kackspiel. Also 99% von den Spielen war halt echt ohne Scheiß nur Kacke dabei. Ah ja. Ingo-Clip, moin. Ja, was ein Dreck, so ist es. Ihr Lieben, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Wir waren heute wieder ein paar Leute. Es wird wieder ein bisschen was zu The Forest kommen. Ich werde wieder ein bisschen streamen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaltet ein. Ich werde das alles natürlich wieder ankündigen. Und wenn es neue Informationen zu Sons of the Forest gibt, schaut rein. Ich habe ein Video heute hochgeladen. Da gibt es so 2, 3 Infos über Sons of the Forest, was wir aus einem Interview von Blogspot, ich glaube Blogspot heißen die, im englischen Magazin, hat ein Interview mit NNet Games geführt und da gibt es so 2, 3 Sachen, die noch nicht angesprochen wurden. Gibt es neue Infos dazu. Schaut da mal vorbei auf dem Video, lasst da gerne ein Like und meinem Kanal ein Abo da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ich kann an einer Hand abzählen, wem das hier gefallen hat und wem nicht. Ja, weil mir hat es auch nicht gefallen, ich bin da ganz ehrlich. Es ist... ja. Also, ihr Lieben, ich werde mich jetzt verdünnisieren. Ich werde mich jetzt ein bisschen um mein Kind kümmern, das die ganze Zeit schon im Hintergrund so ein bisschen bei seiner Mom gequengelt hat. Ja, war doch geil, klar. Luxury, danke. Danke fürs Mitreden und so. Ja. Und Pain fürs drüber gucken über den Chat. Danke. Ihr Lieben. Mal wieder. Ja. Ich muss jetzt mal... Wir sehen uns. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Und ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.